Genug Fans, wo sind wir heute? Wir sind wieder bei The Vordel Mobility in Maurik. Also, ja, wir sind hier schon gewesen, oder Anni? Und, ja, was? Okay, geht gut. Der Willem hat seinen Bauernhof verkauft. Also, es ist jetzt Sale bei der Willem. Und ja, wir sind hier gewesen und dieses Video von uns, der war sehr viel angeschaut. Also ich dachte, ja, vor der Willem, das ist am Ende eine Ära. Ne? Also wenn der Willem hier weggeht, ja, das kommt nie wieder zurück. Also habe ich den Willem mal angerufen und habe gesagt, Willem, wir kommen noch mal vorbei. Wir zeigen noch mal, was du hast. Und das ist alles wieder verändert hier natürlich, weil der Willem, der kauft und verkauft natürlich. Und daher sind wir eigentlich wieder hier angekommen. Also ich denke, wir gehen einfach rein. Anni geht nicht mit, die bleibt hier. Und zeigen wir, was er schon wieder hat. Er ist schon ein bisschen ans Abräumen natürlich, weil ich glaube, in einem Monat muss er hier weg sein. Aber naja, wir schauen einfach, Jungs. Es wird eine schöne Sendung. Bis gleich. Ja Jungs, da sind wir wieder. Schau mal. Das ist natürlich ein bisschen abgeräumt schon. Aber das erste, was ich gleich sehe, Nostalgierad, findet man nicht mehr. Also das hier, oh, ziemlich guten Zustand noch. Kann man einfach so einbauen. Ne? Super. Okay, ja Jungs, ich finde es immer so schwierig, wenn da so viele Teile sind. Ne? Wo muss man anfangen natürlich. Ne? Also ja, fangen wir eigentlich hier mal an. Eine Maxi S in 100% Originalzustand hat gelaufen. 9000 Kilometer, unfassbar, oder? Ja, fast neu. Das kann man eigentlich, das findet man auch hier in den Niederlanden echt nicht viel mehr. Das ist ungeheuerlich schlecht zu finden. Da hinten eine Rap. Und eine Rap, das zeigen wir später nochmal, die waren hier auch in den Niederlanden mit Puchmotoren verbaut. Aber die steht daneben, da kommen wir gleich. Auch super, auch wieder unrestauriert, Originalzustand. Ja, Jungs, mit diesem typischen niederländischen Rücklicht, also so eine Lucia Rücklicht und das Weiße hier, weil das muss für Sichtbarkeit, war das Pflicht damals. Zuletzt gelaufen in 1974, da war ich 5 Jahre alt. Ne? Das war das letzte Mal, dass das gelaufen hat. Ne? Einfach klasse. Und dann sehe ich hier noch etwas, findet man auch nur hier bei der Willem. NSU Quickly. Und da war mein Vater seine große Leidenschaft. Also haben wir auch schon gezeigt in einem Video, kannst du ruhig mal zurücksehen. Das war das letzte Jahr und NSU Quickly, Jungs. Und dann noch so eine ganz seltene, kleine Liter-Tank. Ja, von einer Ur-Quickly heißt das, aus den ersten Jahren. Also die Jahre 54, 55, 56. Also das hier, Jungs, 70 Jahre alt. Findet man nur hier. Ja, Jungs, gehen wir hier mal durch. Mal ein bisschen schnell. Wir schauen mal links und rechts. Da sehe ich Puchteile. Oh, was für eine Marke ist denn das? Das ist kein Puch, sonst hatte ich das mitgenommen. Ja, super Köpfe. Jungs, eigentlich, und das finde ich auch so schön, weil wir lieben natürlich unsere Puch Zweitakt oder egal welche Marke Zweitaktmotoren. Ne? Aber der Willem, der hat auch noch eine große Sammlung und die zeigen wir jetzt mit Modellautos. Ja, und auch hier wieder eine große Sammlung. Er hat noch viel mehr, aber ich denke nicht, dass er das verkauft. Ja, die hier sind zu verkaufen, aber weiter nichts natürlich. Ne? Ja, Jungs, ich denke, weil diese Teile, da können wir noch Stunden können wir da noch rumschauen. Aber ich denke, das meist Interessante sind natürlich die Mofas. Also, wir laufen mal. Kopf, da oben. Gefährlich. Hey, oh, komm mal hier, Jungs. Da hat er mir nicht erzählt. Also, noch eine Reihe mit Maxis und eine Thomas. Thomas haben wir schon gezeigt in unserer letzten Sendung. Das war diese Rodi. Ziemlich selten. Ist neu aufgebaut, ist also ganz neu, aber hat keine Seriennummer. Also da kann
kein Kennzeichen drauf. Naja, was sehen wir hier, Jungs? Ja, eine Puch C1 Classic. Ja, sieht man hier auch nicht viel. Und Teile, ja, wie diese Gabel und Schutzblech und Seitenverkleidung sind so schwer zu finden. Aber ja, Jungs, hier. Oh, Schnellgas muss man in Ordnung machen, ne? Aber Orange Maxi N, Ziehstarter. Ziehstarter? Da habe ich nicht erwartet. Und dann eine Simonini drauf mit einem Airsaltzylinder. Oh, gut. Naja, also diese Rodi. Und hier noch eine schöne Puch Pearly. In dieser Farbe sind diese gelbe Farbe, aber das ist gelb mit Perlmutt. Die sind hier echt wenig verkauft. Das war eine sehr gewagte Farbe natürlich damals. Und die waren fast in jeder Farbe zu kaufen. In Rot und boah, ich weiß nicht, Blau. Aber das hier, so ein gelbe, ist absolut selten. Und schön, ganz Originalzustand, unrestauriert. Ich finde das einfach klasse. Man kann ein Kennzeichen drauf, er ist keine Kennzeichen drauf. Aber kann man machen beim Reichsamt fürs Verkehr, glaube ich, heißt es in Deutschland. Hier heißt das RDW. Und ja, kann man einfach gehen, original fahren, losfahren. Eine ganze, da hat man noch 30.000, 40.000 Kilometer Spaß davon. Ne? Oh Jungs, schau mal hier. Oh. Straight out of the 80s. Of 70s, denk ich. Weil das ist ein Maxi N. Aber das hatte ich noch gar nicht gesehen. Maxi N in braun. Aber das ist eine Farbe, ja, originale Aufkleber sind da alle noch drauf. Wo kommt denn das Ding her? Na, ich denke für die amerikanische Markt, aber da sind diese Reflektoren normalerweise. Na, wenn jemand es weiß, Jungs, schreibt mir einfach eine E-Mail. Es ist eine Anrollmotor, also es ist nicht aus Skandinavien, denke ich. Aber wenn jemand es weiß, schreibt einfach hier in die Kommentare. Das sind ein bisschen diese amerikanische Aufkleber drauf. Und ja, daher denke ich, dass es aus den Staaten ist eigentlich. Oder einen, das nennen wir hier in den Niederlanden, eine Bauernreparatur. Also, wer macht so etwas? Ja, das ist doch absolute Blödsinn. Ne? Eine neue Kabel ist, glaube ich, um 1 Euro 10. Ne? Kleine Mühe, aber nee, wir machen das so, dann läuft das auch wieder. Fahr einfach. Ja, super, oder? Berini, Jungs, mit Körbchen. Eine Berini ist ein niederländisches Produkt. Ich sehe hier ein Gazelle-Logo. Also ich denke, eine der spätesten Modelle von Berini. Noch vielleicht gebaut durch Gazelle. Ich weiß es nicht 100%, weil diese, ja, das sind Laura Ankermotoren. Also die sind so schlecht und da kann man nichts mehr davon finden. Also das war, denke ich, das Letzte, was Berini damals gemacht hat. Aber fast Neuzustand. Das ist natürlich ein Unikat. Das sieht man nicht oft. Ne? Scheinwerfer hier montiert, da natürlich dieses Körbchen drauf ist, mit diesem Träger. Unikat, ja. Und dann habe ich hier noch etwas gesehen, Jungs. Das muss ich zeigen, weil das hier finde ich persönlich, ich habe auch eine in dieser Farbe, aber das ist die schönste Farbe, die Puch je gemacht hat. Oh, wenn man das so sieht, das ist ein Basislack. Schwarz, Silber und dann Klarlack war ein bisschen diese orange Farbe drin und dann wird das so lackiert. Daher sind diese Farben auch so schwierig zu kopieren. Da muss man echt messen bei einer guten Lackierer und dann kann man das wieder lackieren lassen. Aber absolutes, ja, super Stück und in gutem Zustand. Sauber, aufbauen, fahren, ne? Natürlich. Oh, ja, eine ganze Kiste voll mit, hey, ich brauche diese Farbe noch. Muss mal mit dem Willem reden, ob das zu verkaufen ist. Später an diesem Mittag. Super Jungs, gehen wir weiter. Auch wieder hier bei der Willem. Willst du noch einen Motor haben? Das sind alle Anrollmotoren natürlich, weil die Kickstarter, ja, die sind auch hier in den Niederlanden ziemlich selten geworden. Aber das hier, alle Anrollmotoren 3 oder 4 Lager, weiß ich nicht. Aber das haben wir ein Video drüber gemacht. Also kannst du auch wieder zurückschauen, weil da haben wir ein Video, 3 oder 4 Lager. Keine Garantie, sagen wir dann. Hier, Narben, Buchnarben. Ja, wir machen noch die Adresse von der Willem, machen wir hier noch in die Beschreibung natürlich. Ne? Kein Problem, sieht man später.
Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Was haben wir hier? Ah. Oh. Ah, funktioniert nicht mehr, hè? Also, Eierlampen. Wie viel willst du haben? Sag's mal. Kurbelwelle vielleicht? Ja, natürlich. Mach mal eine Kurbelwelle vom Puch. Hör auf. Und eine Airschau. 72 Kubik. Ja, ach. Aber, nee, muss man nicht kaufen. Oh. Oh. Das ist selten, Jungs. Das ist eine Kopf von Monza oder so eine M50 oder ein Jet. Ich weiß es nicht genau, aber das hier, das ist, ja, das Originalpuch aus 1973. Mal schauen, ob er den verkaufen will. Den nehme ich mit. Rijden Machos. Ja. Hier gehen wir noch nicht drin. Aber ich habe hier noch etwas gefunden, Jungs. Oh, fast in Neuzustand 2 Maxi Essen. Oh, komm mal. Komm into my Keuken. Jungs, eine ganz broodoriginale Maxi S. Ich denke 73, weil die erste Modelle hatten natürlich hier diese Scheinwerfer nicht doppelt eingebaut, aber nur hier am Unterseite oder hier am Platte vom Gabel. Aber das hier, denke 73, 74 in Rot, sehr viel verkauft hier in den Niederlanden. Diese Farbe, der war brav. Da machte die Nachbarn, die sagten nicht, oh, die hat so eine Hurenfarbe gekauft. Nee, das war rot, immer gut, rot, weiß, schwarz. Ne? Und ja, ich habe selber auch so eine in selben Zustand, eine Puch Maxi Starlet. Das war eigentlich so eine Jubiläumversion mit einem weißes Rücklicht mit Puchschrift drauf. Ja, zeigen wir. Genau. Und ein Gepäckträger, original. Diese kleine Streifen hier, so diese Pinstreipung. Aber das ist wieder das Fremde, nur am vorderen Schutzblech. Dann habe ich gedacht, wenn ich Puch wäre damals, da war nur das hier und das. Da habe ich noch da hinten etwas gemacht. Ne? Aber ja, kann man machen, nichts. Diese Gummis sind original hier. Ja, und fett. Weiße Felgen. Ja, ich finde das einfach eine der schönsten Mofas, der Puch je gebaut hatte. Weil das hier, diese Farbe ist gut, mit das Weiß. Super, einfach, klasse. Und ja, das ist eigentlich Anfang vom Puch Maxi S. Und hier haben wir eigentlich eine der letzten aus 88, 87. Den letzten Original von Puch Steyr aus Österreich. Also, und dann sind wir hier am Überseite. Eine Puch Imola GX. Da kann ich ziemlich wenig drüber erzählen. Ich habe wenig Ahnung davon, leider. Kann ein 4-Gang sein, kann ein 6-Gang sein. Ich weiß es nicht. Einfach hier in die Kommentare schreiben, wenn du es weißt, weil ich weiß es nicht. Schöne Mofa, auch eine der letzten von Puch. Ich denke auch Mitte, Ende 80er Jahre. Aber ja, mit Scheibenbremse. Was ich gehört habe, ist, dass das echt ein richtig guter Mofa ist. Ne? War natürlich in Deutschland auch in 25 km/h und Moped zu kaufen, glaube ich. Ich weiß nicht, vielleicht 80 CCM als Mo-Kick, aber das weiß ich nicht sicher. Aber ja, absolute Klasse. Was ist noch da hinten? Mal schauen. Ah, eine Benelli. Aber eine typische, das ist natürlich eine italienische Marke, das kann man hier noch sehen. Ne? Das ist alles, boah, alles schön und leicht. Schau mal, das ist doch Ehre, oder? Aber ja, es ist ein holländisches Modell mit all diese großen Schutzblechen, gelbes Schild drauf.
Es ist fast nicht mehr italienisch, es ist typisch holländisch. Honda MT, oh 8. Oh, okay, Motorrad. Oh ja, da ist ja ein großes Kennzeichen drauf. Ja, einfach eine der schönsten Mofas, denke ich, die immer gemacht sind. Nur, Puch ist schöner, aber ich finde diese Hondas aus den Anfang der 80er, oh Jungs, für diese Zeit, Anfang 80er, man muss vorstellen, da waren noch Kreiter und Sundab, altmodisch. Deine Großvater fuhr damit und da kam Honda und Yamaha, die kamen mit diesen Modellen. Ja, Yamaha DT, Honda MT, Honda MB, Yamaha DR, glaube ich. Ja, Jungs, die sind absolute Klasse. Ja, ich fahre gleich wieder nach Hause. Ich bin auch hier mitgekommen. Also, da kann man gemütlich. Ist da keine Federung. Alles fake. Honda MT, original restauriert. 84er oder 83er Modell, denke ich. Ja, wofür wir natürlich kommen, Jungs, ist Puch. Und hier stehen zwei Renner. Rennverkleidung. Weit groß. HPI drauf. Eine Parma-Kit so zu sehen. Ja, sieht gut aus. Aber fürs Rennen, ja, ist das nicht so gut. Ich sehe hier eine EBR-Gabel. Aber macht nichts. Man macht Spaß, was man baut, macht Spaß. Ne? Also das ist nicht für die Rennstrecke. Ich denke für normale Straßenverkehr. Aber hier in den Niederlanden darf man etwas mehr machen als im Ausland natürlich. Ne? Das hier, das Verbauen, das ist bei uns kein Problem. Andere Lenken, wir brauchen keine ABE. Also ja, man kann hier mit auf die Straße Kennzeichen und Beleuchtung muss natürlich drauf sein. Dann ist das weiter kein Problem. Ja, hier ein bisschen ja, Straße, Mofa, ein bisschen sportlich gemacht. Mit diese Stange dazwischen finde ich immer sehr schön. Und ja, weiter auch wieder gute Setup, großer Kopf, mehr Kühlung, immer wichtig, große Delotto drauf. Carbon? Die haben wir nicht mehr. Ja. Am Dachboden. Okay. Okay, machen wir wieder weiter. Silbergrau auf eine Puch Maxi. Da gibt es fast nichts Schöneres, finde ich. Kombination mit Chrom, niedrige Lenker. Ein bisschen Deutschland-Stil, ne? So Norddeutschland. Ne? Tüfli-Heizer. Schau mal, bei euch ist der Lenker natürlich breiter und etwas höher. Aber ja, ich finde das ja einfach super. Gute Farbkombination mit das Rot und dann das Chrom. Boah, Jungs, ja, super steht auch hier. Ich weiß nicht warum. Ich denke, da wird noch damit gefahren. Die Sohn von der Willem fahrt, denke ich, damit. Weil das sieht noch gut fahrbar aus. Rücklicht. Aha. Giladoni. 24er Vergaser drauf. Homewet P8. Und eine Push-Shop Aufkleber. Yay. Ja, da wird noch damit gefahren. Weiß ich sicher. Ja, super Jungs. Was ich schon geahnt habe, am Anfang von diesem Video, eine Stockfish Rap. Stockfish Rap, niederländische Firma, 2-Gang, 2V, Imperial. Stockfish Rap Imperial 2V. Das ist eine Mund voll, ne? Aber, wie gesagt, mit Puchmotor. Oh Jungs, da habe ich mich geirrt. Weil ich hatte gesagt am Anfang von diesem Video, Stockfish Rap Imperial 2V ist mit Puchmotor. Ja, die hat es mit Puchmotor gegeben, aber das hier ist eine Rex-Motor. Also, ich hatte gedacht, das ist vielleicht eine mit Puchmotor, aber ja, wir sagen in den Niederlanden, Jungs, das muss ich nochmal sagen, das nennen wir eine Blechmofa. Also diese Mofas, die waren sehr gut, die konnten jeden Tag fahren, Sommer, Winter, kein Problem. Aber das Blech, Mann, wenn du so etwas lackieren musst oder jetzt restaurieren musst, das ist fast ja, unbezahlbar, würde ich nicht sagen, aber teuer natürlich. Ne? Und da haben wir hier noch etwas, Jungs. Das habe ich damals gekauft. Das war eine Sammler. Ja, eine Sammler, der baute einfach Puchs ohne Kennzeichen. Die haben gelaufen, aber die müssen nicht gut laufen damals. Der Mann, der sammelte nur, baute dasselbe und dann alles ein bisschen wieder in diese Rotterdam-Stil. Ne? Mit dieser hohen Gabel und dann hinter etwas höhere Feder
und dann eine gute Setup. Hier ist zum Beispiel wieder eine Polini drauf und ja Jungs, und dann immer diese aufkleben so und diese in Mitte. Man sieht das natürlich ja öfter, aber ja, ich finde das sehr sportlich und da habe ich damals 10 Puch Maxis gekauft und da habe ich damals, glaube ich, 4 an der Willem verkauft. Also super. Das ist noch der einzige, der da ist, finde ich schön. Das war vor 10 Jahren her. Ne? Schau mal da in die Ecke, Jungs. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Noch eine sehr schöne, so eine braune Maxi S. Ja, Jungs. Steht einfach hier. Und man kann hier bei der Willem auch noch an Gesundheit arbeiten. Wieder eine Berini mit, ja, das ist diese Motor. Ne? Anker Laura oder Laura Anker. Oh, so eine Scheißmotor. Eine der besten Farben von Puch Maxi. Purple. Ich habe meine Red Look, ist natürlich genau dasselbe, aber diese hier, ziemlich schön und original. Ja, eine Puch Special, habe ich das letzte Mal auch gezeigt, sind selten und das ist nicht so fremd, weil die sind so hässlich. Boah, das ist wieder eine Z1, der ist schon etwas besser, aber ja, ich finde diese Dinge, das ist echt Piaggio. Ja, eine Puch Taschenuhr. Wie Flavor Flav. Fight the power stampede. Eine Sparta Sport, was steht drauf? Sparta schwarz-rot. Ja, auch wieder ein typisch holländisches Blechmodell, sage ich jetzt. Ne? Wir wissen jetzt alles, was das heißt und was das ist. Eigentlich fast wie neu. Super Ding, sieht einfach klasse aus. Ich hoffe, es hat euch alle gefallen. Ja, zum zweiten Mal bei der Willem, aber da waren wieder viele Interessantes zu sehen. Also, naja, der Willem, diese Teile die kommen alle noch in eine Auktion. Am Ende Oktober, Mitte oder Ende Oktober. Genaue Datum steht hier unten in der Beschreibung. Und sind da noch Fragen oder Ideen? Schreibt die auch in die Kommentare oder an info@puchshop.de. Und dann sehen wir einander das nächste Mal. Oh ja, und vergessen natürlich nicht zu abonnieren. Ne? Wir brauchen noch immer Abonnees. Ne? Und Klingel drücken. Ne? Dann bekommst du eine automatische Notifikation, wenn eine neue Video online geht. Okay, ich bin weg. Ciao.